Ja, herzlich willkommen. Ich will euch heute mitnehmen in die Praxis und euch von einer Situation erzählen, die mir genauso passiert ist. Und zwar will ich euch erzählen von einer Retrospektive, die gar nicht nach Plan gelaufen ist. Wenn ihr noch nicht wisst, was eine Retrospektive ist, ich habe euch hier oben ein Video verlinkt, wo ich schon mal erklärt habe, was eine Retrospektive ist und worum es da geht. Schaut euch das noch schnell an und dann starten wir jetzt auch schon mit dem Kontext. Also, wo war ich unterwegs? Ich war unterwegs als agiler Coach und durfte eine Retrospektive moderieren für ein Team, was mir fremd war, also was ich vorher noch nicht kannte. Außerdem hat das Ganze aufgrund der Corona-Pandemie online stattgefunden und aufgrund von den technischen Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen bei dem Kunden, wo ich unterwegs war, auch ohne Kamera. Das Team selber hatte auch keine Erfahrung mit Retrospektiven, also bin ich in der Situation erstmal am Anfang kurz reingegangen und habe erstmal kurz den Sinn und den Zweck von der Retrospektive erklärt, die Vegas-Regel, die Prime Directive erklärt, sodass jeder irgendwie auf dem gleichen Stand ist. Und dann ist was passiert, was ich so weder erwartet habe, noch bisher jemals irgendwie erlebt habe. Die Leute haben gesagt, sie sind auf Krawall aus, sie haben gar keinen Bock, sie haben über die Führungskräfte geschimpft, direkt schon am Anfang, haben das alles so verbalisiert, sie haben gesagt, sie sind genervt, ich auch. Haben sie alle gesagt und ich dachte mir so, okay, wow, krass, die nächsten 90 Minuten, die werden echt spannend. Tatsächlich, ich habe das nachher nochmal kurz reflektiert für mich, es waren eigentlich nur so ungefähr 60% der Anwesenden, die wirklich so eingestellt waren und die anderen waren eigentlich eher neutral oder auch leicht positiv eingestellt. Hat sich aber angefühlt, als wären 110% der Leute so auf Krawall aus. So, wie ging es dann weiter? Die Leute, die anfangs auf Krawall aus waren, die waren dann ruhig und haben sich erstmal gar nicht beteiligt. Und ich dachte mir in dem Moment, eher lieber keine schlafenden Hunde wecken und ich habe mit den anderen weitergearbeitet. Hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben 2 bis 3 gute Maßnahmen erarbeitet, die sie auch umgesetzt haben zur Verbesserung. Was hätte ich allgemein besser machen können? In der Situation hätte ich mehr die Energie nutzen können. Ich hätte die Leute fragen können, hey, wo kommt diese Frustration her? Und was sind die Gründe, was sind die Auslöser gewesen und dann auf das eigene Wirkungsfeld zu pochen und zu fragen, hey, was könnt ihr persönlich dafür tun, damit es besser wird? Ich hätte alternativ auch eine Session machen können nach dem Motto, Agilität ist scheiße, weil, und dann sie einfach aufschreiben lassen können, warum eigentlich Agilität nicht funktioniert und warum das eine schlechte Idee ist. Weil meistens stellt man dann fest, die Sachen, die sie dort aufschreiben oder die Sachen, die dort kommen, haben meistens gar nichts mit Agilität zu tun. Ich hätte aber auch einfach einen Cut ziehen können an der Stelle und Einzelgespräche führen sollen, um rauszufinden, wo denn die einzelnen Personen stehen, unabhängig von der Gruppendynamik. Aber auch im Vorfeld hätte ich vieles anders oder auch besser machen können. Ich hätte mich mehr über das Team informieren können und müssen auch. Ich hätte Einzelgespräche mit den Leuten führen können. Ich hätte die Anfrage aber auch ablehnen können oder auch einfach darauf zu bestehen, dass wir das Video anhaben in der Kamera, weil dann kriegt man einfach doch nochmal ein bisschen mehr Emotionen mit und vor allem, wenn es die erste Retrospektive ist, schadet es sicherlich nicht. Wie ging es dann weiter? Im Nachhinein habe ich tatsächlich dann mit vielen Leuten dort Einzelgespräche geführt und da sind wir eigentlich dann dazu gekommen, okay, wir probieren es doch nochmal und machen nochmal eine weitere Retrospektive. Wie lief diese zweite Retrospektive dann ab? Ich habe mir sehr, sehr viel vorbereitet, viele verschiedene Optionen mitgebracht, um einfach zu schauen, hey, was kann ich eigentlich machen und was passiert in diesem Team. Ich wusste nicht, ob das wieder explodiert, die Situation, oder ob es ein bisschen gemäßiger abläuft. Am Anfang Setting the Stage, das Team war auch wieder in einer gemischten Gefühlslage, nicht ganz so extrem wie das letzte Mal, aber immer noch ein bisschen angespannt. Bin dann reingegangen mit einer sehr zukunftsorientierten Frage und habe sie gefragt, wenn sie die optimale Zukunft beschreiben können für sich als Team und für ihren Kontext, wie sähe diese aus? Und habe sie dann gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wo sie sich gerade befinden. Also 1, wir sind davon komplett weit weg und 10, wir sind eigentlich schon diese Zukunft. Und sie dann gefragt, was sie persönlich tun können, damit das nächste Mal, wenn ich sie frage, sie einen Punkt weiter bei der 10 sind. Ich bin insgesamt in dieser Retrospektive oft von dem Plan abgewichen. Ich hatte Plan A und B dabei, vielleicht sogar auch noch Plan C, aber eher so Richtung D und E habe ich dann tatsächlich in der Retrospektive gemacht. Das Ergebnis waren 2 bis 3 wirklich gute Maßnahmen, die sie auch umgesetzt haben und das Team hat die Zeit in der Retrospektive wertgeschätzt und auch als Gruppe gesagt, hey, lasst es vielleicht auch nochmal machen. Was will ich euch mitgeben? Was kann man von dieser Situation lernen? Erstens, bereitet euch im Vorfeld auf das Team und deren Kontext vor. Was haben die schon erlebt? Was haben die bisher schon gemacht? Welche Herausforderungen haben sie? Zweitens, verkrampft euch nicht zu sehr an eurem Plan. Es ist okay, in der Retrospektive kurz einen Break reinzusetzen und zu sagen, hey, ich muss mal kurz überlegen, wie wir jetzt an der Stelle weitermachen können. Und drittens, geht wirklich auf das Team ein. Ihr macht die Retrospektive für das Team, dass das Team in seiner Entwicklung eine Stufe weiterkommt. Und dafür ist es auch okay, wenn man irgendwie mal vom Plan abweicht.
Was sind eure Erfahrungen mit Retrospektiven? Habt ihr vielleicht sowas schon mal erlebt? Wollt ihr mehr Fallbeispiele aus der Praxis? Dann schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf eine rege Diskussion. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal.